Ein Ring als Ausdruck von Liebe und Zusammengehörigkeit. Gerade für besondere Anlässe ist Schmuck sehr beliebt. Und wenn es um den Bund fürs Leben geht, setzen Paare auf echtes Gold oder Platin. Immer häufiger fragen Kunden nach Trauringen aus ethisch und ökologisch einwandfreier Gewinnung. Denn das Thema Nachhaltigkeit von Schmuck liegt voll im Trend. Und das ist inzwischen auch bei einer der umsatzstärksten Juwelierketten Deutschlands angekommen. Nachhaltigkeit ist ein Trend. Es wird ganz streng Augenmerk drauf gehalten, woher unser Gold kommt. Wir haben hier auf jeden Fall auch recyceltes Gold. Zum recycelten Gold gleich mehr. Auf genauere Nachfrage bekommen wir auf einem kopierten Papier gezeigt, dass der Lieferant der Trauringe zertifiziert sei. Der Lieferant wird uns aber nicht genannt. Unser Lieferant ist zertifiziert, RJC, Responsible Jewelry Council. Also da wird ganz großer Wert auf menschliche Werte gelegt. Aber was steckt hinter diesem RJC-Zertifikat der internationalen Schmuck- und Uhrenindustrie? Wir fragen den Experten für Rohstoffgewinnung beim WWF Deutschland. Also der RJC ist ein industrieorganisiertes Zertifizierungssystem. Das heißt, da gibt es Lücken und da gibt es Schwächen. Wir als WWF stehen ganz klar dafür ein, dass jedes Unternehmen, genauso wie Zertifizierungssysteme, zum Beispiel das RJC, wissen müssen, wo kommen die Rohstoffe her. Wenn wir nicht wissen, wo die Rohstoffe herkommen, können wir nicht Probleme identifizieren, die vor Ort existieren, gerade im Rohstoffbereich, im Abbau mit massiven Menschenrechts- und sozialen und Umweltauswirkungen einhergehen. Dafür, ganz klar als WWF, stehen wir für eine transparente Lieferkette, um diese Umwelt- und Sozialauswirkungen zu minimieren und zu beseitigen. Der RJC schreibt dazu, dass sein Verhaltenskodex die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte einbezieht und mit den OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolle Lieferketten von Mineralien aus konfliktbetroffenen und hochriskanten Gebieten abgestimmt ist. Noch nicht einmal diese umsatzstarke deutsche Schmuck-Einzelhandelskette ist Mitglied beim RJC. Und nun zum recycelten Gold. Klingt eigentlich erstmal ganz gut. Der Geologe Thomas Siepelmeier befasst sich schon seit 30 Jahren mit diesen Themen. Gold und andere Edelmetalle sind so wertvoll, dass niemand sie wegschmeißt und dass deswegen immer Gold recycelt wurde. Die Menschheit verarbeitet Gold vermutlich seit über 10.000 Jahren. Es ist ein neuer Trend jetzt zu sagen, dass es eben etwas Neues sei, aber in Wirklichkeit ist es Blödsinn. Katastrophal sind aber die Bedingungen, unter denen Gold weltweit gewonnen wird. Jan Spille ist Goldschmied und reist seit über 20 Jahren in Goldabbauregionen. Die Leute, die heiraten wollen, die sich Trauringe, die sich Verlobungsringe an die Finger stecken, verbinden damit normalerweise die ganz großen Gefühle und Symbole. Da geht es um Familie, es geht um Glück, es geht um Liebe. Aber das, was sie sich eigentlich an die Finger stecken, das sind gravierende Umweltzerstörung, soziale Ausbeutung, Kinderarbeit. Das passt so nicht zusammen. Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Arten, wie Gold gefördert wird. Im ganz großen Stil von internationalen Großkonzernen und im Kleinen von Goldgräbern, die ihr Leben und ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Die Umweltbedingungen, die beim Goldbergbau auftreten, sind insbesondere beim Großbergbau, dass große Teile der Landschaft, in denen Gold abgebaut wird, einfach zerstört werden durch die Bewegung der riesigen Massen, die notwendig sind, um Gold zu fördern. Auch der sogenannte Kleinbergbau mit giftigem Quecksilber hat riesige Dimensionen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen ist es so, dass ungefähr bis zu 30 Millionen Kleinschürferinnen auf diese Art und Weise Gold schürfen. Und das heißt, das ist überhaupt kein kleines Problem. Und die UNO geht davon aus, dass davon 1/3 Frauen und Kinder sind. Also Kinderarbeit, Riesenthema. Und sie gehen weiter davon aus, dass ungefähr 30% aller Quecksilberemissionen weltweit durch den Goldkleinbergbau entstehen. Eine extreme Ausbeutung von Mensch und Natur. Zur Goldgewinnung werden Gletscher gesprengt oder Menschen holen aus 3.800 Meter tiefen Tunneln goldhaltiges Gestein. Im Großbergbau nutzt man giftiges Natriumcyanid, um das Gold aus dem Gestein zu isolieren. Und diese kontaminierte Masse bleibt übrig. Ahnen Verbraucher etwas von diesen Bedingungen?
Man hört vieles über Textilproduktion, aber über Schmuckproduktion selber habe ich noch nichts gehört. Ja, also da kann ich mich auch nicht gut fühlen und mir den anschauen und sagen, wow, super, den habe ich mir jetzt geleistet oder den habe ich geschenkt bekommen mit einem guten Gewissen. Während unserer Umfrage werden wir von einer Frau angesprochen, die Besuch aus Ghana hat. Wir sprachen gerade über das Thema Gold und wie das da halt abläuft in Ghana, dass viele Kinder natürlich an den Goldminen arbeiten und dass der Profit von den Chinesen rausgeschöpft wird. Sie gehen nicht in die Schule. Sie wollen lieber Gold finden. Viele Leute sterben wegen des Goldes. Jeden Tag sterben welche bei dieser Arbeit. Sie steigen runter, um das Gold zu finden und gehen verloren im Stollen. Jan Spille ist auf einer Mission. Er will das Leben der Menschen in den Goldabbauregionen verbessern, wie hier in Kenia. Reich wird hier keiner, alt auch nicht. Wenn man da runter guckt und sieht, das ist sehr tief und die Arbeiter sagen, das geht bis zu 100 Meter runter, dann muss ich sagen, ist mir schon ein bisschen mulmig so, weil ein falscher Tritt, das kann schon den freien Fall bedeuten. 50 Männer sind unten. Licht gibt es nur über die eigene Stirnlampe. Es ist stickig, feucht und heiß. Helme gibt es nicht. Statistiken über die Todesfälle auch nicht. Gold ist ein dreckiges Geschäft. Aber wir Verbraucher haben die Macht, das zu ändern. Es gibt wenige, aber gute Siegel, auf die man sich verlassen kann. Fairtrade Gold steht für wirklich soziales Goldschürfen bei guter Bezahlung. Hier bleibt auch Geld im Herkunftsland. Und Fairmind Eco beachtet neben sozialen auch ökologische Aspekte. Die Siegel Recyceltes Gold und Recyceltes Silber zeigen, dass ausschließlich Edelmetalle aus sicher nachhaltigen Quellen recycelt wurden. In jeder Stadt findet man GoldschmiedInnen, die mit streng zertifizierten Edelmetallen arbeiten. Wir besuchen Alexandra Baum in Frankfurt-Bockenheim. Ihre Grasring-Kreationen sind auch als Eheringe sehr beliebt. Bei Gold kann ich verschiedene Materialien anbieten. Der Standardring wäre recyceltes Material von deutschen Scheideanstalten oder aber Fairtrade-Material mit der Zertifizierung von Fairtrade Deutschland. Und die dritte Variante, die ich noch anbiete, ist Suomi Waschgold aus Finnland, das umweltfreundlich abgebaut wird. Und natürlich, da es in Finnland abgebaut wird, auch zu westlichen Gehältern. Es ist eine persönliche Entscheidung, ob man den Aufschlag für moralisch einwandfreien Schmuck zahlen will. Bei Fairtrade Gold kommen ca. 15% Preisaufschlag pro Gramm Gold hinzu. Und man zahlt anteilig 140 € pro extra Gießvorgang. Noch konsequenter ist die Galerie Gesamtmetall am Frankfurter Liebfrauenberg. Arne Peters arbeitet nur noch mit nachhaltigem Gold. Ich habe irgendwann vor 2,5 Jahren entschieden, dass ich komplett meine Produktion umstelle auf finnisches Waschgold. Das hat den Hintergrund, weil ich wirklich einen kurzen Weg habe. Es wird in Finnland gefördert, also gefunden und in Hamburg bei der Scheideanstalt Schiefer verarbeitet und von uns dann eben zum Schmuck verarbeitet. Und das ist für mich nachvollziehbar, es gibt keine Zwischenhändler und damit ist es auch ganz klar, wo kommt ein Gold her. Arne Peters arbeitet ausschließlich mit Gold, dessen Herkunft bekannt ist. Seine Kundschaft schätzt das. Damit diese Bilder von Vergiftungen durch Quecksilber der Vergangenheit angehören. Denn auch wir Konsumenten entscheiden, wie viel Leid durch unsere Kaufentscheidung entsteht.